Body Modification. Ein weit gefasster Begriff, denn die Möglichkeiten der optischen Veränderung sind nahezu unendlich. Was motiviert Menschen dazu? Was nehmen sie dafür auf sich? Und wo sind vielleicht auch Grenzen? Ich bin Maike Schorn und will das herausfinden. Ich treffe Elisa Cavallino, 21 Jahre alt, und sie erzählt mir, wie sehr sie unter dem Aussehen ihrer Nase leidet. Sie möchte sich gerne operieren lassen. Ich habe auch eben das Gefühl, wenn ich andere Leute treffe oder besonders auch neue Leute treffe, die mich gar nicht kennen, die dann auch erstmal direkt auf meine Nase schauen. Also von vorne sehe ich da das Problem jetzt auch nicht so sehr, aber halt eben, was ich sehr markant finde, ist mein Seitenprofil. Und das ist halt so mein Wunderpunkt. Es ist ja auch schon so, dass mich auch andere Leute darauf angesprochen hatten, oder was heißt darauf angesprochen, aber dass sie mich auch beleidigt hatten. Es wurde auch schon Hexennase genannt, ich wurde auch schon Rabennase genannt. Ja. Wie alt warst du Menschen da? können gemein sein. Also es war noch damals in der Schule, aber es war auch vor ein paar Jahren. Also Ach krass, auch als Erwachsene noch? Ja, es gibt, ja. Okay. Und glaubst du, dass du zu dem Gedanken gekommen wärst, jetzt wirklich eine OP in Betracht zu ziehen, wenn du nicht gehänselt worden bist oder sowas nicht gehört hättest? Also ich würde schon sagen, dass solche Sachen einen schon prägen und dass es auch schon einen Einfluss darauf hatte eben. Aber ich würde nicht sagen, dass es jetzt der ausschlaggebende Grund war. Ein paar Tage später treffe ich Elisa wieder, in der Praxis von Schönheitschirurgin Dr. Julia Berkay. Sie ist Spezialistin auf dem Gebiet der Nasenoperationen. Elisa hatte bereits eine nicht ästhetische Nasen-OP damals, weil sie keine Luft bekam. Nun folgt eine gründliche Voruntersuchung, das A und O jeder Operation. Die Frankfurter Schönheitschirurgin guckt sich vor allem Elisas Nasenscheidewand ganz genau an. Das ist so, die ist nie ganz gerade, ja, aber ihre ist relativ stark abgeknickt und hat da drauf noch richtige Knorpelverdickungen. Das ist ungefähr so, als würde ich Ihnen 3 Streichhölzer in Ihr linkes Nasenloch stecken. Und da kriegt man ja nicht so gut Luft, oder? Ja. Ja, also so eine Masse an Knorpel würde ich Ihnen da noch entfernen. Das geht tatsächlich auch so weit in die Nase rein. Ja, und blockiert den linken Nasengang. Der Knorpel wird dringend gebraucht. Und ich habe gesehen, Sie haben noch genug Knorpel, also gute Nachricht. Wir müssen nicht an Ihr Ohr. Ja, Ohr bleibt Ohr, wobei das würde sich auch so nicht verändern, das sieht man nicht groß. Und kann mir diesen Knorpel dann wegnehmen, dann haben Sie mehr Platz. Und den benutze ich praktisch, um Ihre neue Nasenspitze und auch den Nasenrücken schön zu schienen und abzustützen. Jetzt werden Bilder von Elisa gemacht, um dann mit einem Computerprogramm zu simulieren, wie ihre Nase nach der Operation aussehen könnte. Das hilft der Chirurgin, auch wirklich die genauen Vorstellungen der Patientin zu erfahren. Spätestens jetzt zweifelt Elisa nicht mehr an ihrem Entschluss, sich operieren zu lassen. Das ist wie ein Traum, was halt wahr wird. Eine sehr natürliche, gerade Nase simuliert. Ist das so in etwa, was Ihnen gefallen würde? Ja? Auf jeden Fall. Wow. Heute ist endlich der große Tag der Operation gekommen. Es ist 7 Uhr morgens in der Klinik in Frankfurt. Ich bin sehr aufgeregt, muss ich sagen. Ich habe auch echt wenig geschlafen, vielleicht nur so 3 Stunden. Ja, also müde bin ich auch auf jeden Fall. Aber sehr aufgeregt. Ja, bald geht's ja schon los. Eine Operation ist sicherlich die radikalste Form der Body Modification. Aus medizinischer Sicht vertretbar? Ich frage Hausarzt Dr. Tassilo Scherle. Wenn jetzt jemand auf einen optischen Aspekt so fixiert ist und sagt, okay, dieser Höcker, das ist das, was mich extrem stört, dann ist es durchaus natürlich auch eine Überlegung wert, sowas zu machen. Man darf aber trotzdem nicht vergessen, ich empfinde es definitiv als eine relativ große Operation, einen relativ großen Eingriff, den man dort macht. Für Elisa gibt es nun kein Zurück mehr. In der Schönheitschirurgie ist eine Nasen-OP die Königsdisziplin, erzählt mir Dr. Julia Berkay. Auf sehr kleinem Raum kommen Knochen, Knorpel, Bindegewebe und Haut zusammen. Man muss erst alles auseinandernehmen und dann nach einer komplizierten Architektur wieder zusammensetzen. Das Fazit nach 2 Stunden OP? Im Großen und Ganzen, ich bin sehr zufrieden und wir sehen jetzt schon sehr schön von der Seite das Ergebnis. Von vorne ist sie noch ein bisschen geschwollen, nähen noch die letzten Nähte und ich denke, so in einer halben Stunde sind wir fertig dann. Elisas neue Nase. Wie zufrieden sie wohl damit sein wird?
2 Monate später treffe ich sie und will unbedingt wissen, wie es ihr in der Zwischenzeit ergangen ist. Was war danach das Schlimmste? Die Schmerzen, das angequollene Gesicht. In den Spiegel schauen und wirklich einen Schock kriegen. Ich habe fast angefangen zu weinen teilweise, weil meine Augen so rot und so dick waren. Ich habe einen Bluterguss am Auge gehabt. Ich konnte nicht schlafen. Ich konnte eine Woche lang nicht atmen, 2 Wochen nicht atmen. Doch jetzt ist all das vergessen und sie ist froh, diesen Schritt gemacht zu haben. Mir geht's prima. Ich bin so zufrieden. Ich war noch nie selbstbewusster, muss ich auch ehrlich sagen. Ich fühle mich mehr als selbstbewusst. Ich fühle mich endlich, wie ich mich gerne fühlen würde und wie ich mich sehe. Und ja, ich bin total happy. Und das sieht man auch. In der nächsten Folge treffe ich 2 Bodybuilder mit großen Ambitionen. Es geht zur deutschen Meisterschaft.